Der Wahnsinn, der jedes Jahr am Februar durch die Straßen Kölns fegt, ist weit mehr als nur eine Party. Es ist das moderne Echo einer 2000 Jahre alten Tradition. Willkommen zur Geschichte des Kölner Karnevals. Einer kulturellen Veranstaltung, die Millionen von Menschen anzieht, eine Wirtschaftsleistung von 600 Millionen Euro generiert und als Deutschlands größtes Kulturevent gilt. Die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen werde, ist eine außergewöhnliche Reise von der Antike Roms über die dunklen Jahre der Nazizeit bis hin zu den strahlenden Lichtern der Gegenwart. Es ist nicht nur eine Erzählung über Unterhaltung, es ist die Geschichte einer Kultur, einer Identität und des Widerstands. Die Wurzeln des Kölner Karnevals reichen so tief, dass sie bis in die Zeit zurückreichen, als die Stadt noch als Colonia Claudia Ara Agrippinensium I am Römischen Reich bekannt war. Die Römer feierten hier ihre Saturnalien, Feste, an denen die Ordnung auf den Kopf gestellt wurde, Sklaven zu Herren und Herren zu Sklaven wurden und man sich hinter Masken versteckte. Aber das wirklich Interessante ist, dass diese Tradition nicht nur aus Rom stammt, auch keltische und germanische Stämme veranstalteten maskierte Zeremonien, um in den Wintermonaten böse Geister zu vertreiben. Es schien, als wäre dieser Boden seit Jahrtausenden dazu bestimmt, dem Tanz der Masken und Kostüme eine Heimat zu bieten. Die ersten schriftlichen Dokumente tauchen 1341 auf, fastelovend. Das Vergnügen vor der Fastenzeit wird unter diesem Namen in den offiziellen Aufzeichnungen der Stadt Köln erwähnt. Zu dieser Zeit gab es jedoch noch keinen organisierten Karneval wie heute. Es handelte sich eher um spontane Volksfeste. Natürlich sind die Aufzeichnungen aus dieser Zeit begrenzt, aber wir wissen, dass der Kölner Bauer erstmals 1422 und die Kölner Jungfrau 1570 dokumentiert wurden. Das zeigt, wie alt die Karnevalsfiguren tatsächlich sind. Und dann kam dieser historische Moment, der 10. Februar 1823. Dieses Datum ist für den Kölner Karneval fast so heilig wie Weihnachten. An diesem Tag wurde der große Karnevalsverein gegründet und der erste organisierte Rosenmontagszug abgehalten. Das war kein Zufall. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach der französischen Besatzung, wollten die Kölner ihre eigene Identität neu definieren. Der Karneval wurde zum perfekten Mittel für diese Suche nach Identität. Das Kölner Dreigestirn, Symbol der Stadt. Im Jahr 1871 wurde der Held Carnival zum Prinz Carnival. Und am Jahr 1883 wurde das Dreigestirn geboren, das Herz des Karnevals, Prinz, Bauer und Jungfrau. Diese drei Figuren repräsentierten verschiedene Aspekte Kölns, den Adel, die Arbeiterklasse und die Reinheit. Ein interessantes Detail: die Rolle der Jungfrau wird traditionell von Männern gespielt. Auch das kommt aus der römischen Theatertradition. Doch jede Geschichte hat ihre dunklen Seiten. Für den Kölner Karneval schlug dieses Kapitel am Jahr 1933 auf. Das Naziregime versuchte zunächst, den Karneval für seine eigene Propaganda zu nutzen. Bis 1938 zeigten sich auf den Mottowagen zunehmend antisemitische Inhalte. Transparente mit der Aufschrift »Juden raus«, groteske jüdische Figuren. Die Freude des Karnevals sollte zum Werkzeug des Hasses gemacht werden. Zwischen 1940 und 1945 wurde der Karneval dann komplett verboten. Einmal wurde heimlich in einem Kegelbahnlokal versucht, das Dreigestirn zu proklamieren, doch dies war ein äußerst riskantes Unterfangen. Eine der tragischsten Geschichten dieser Zeit gehört Karl Küpper. Der berühmte Karnevalsredner Küpper erhielt am Jahr 1939 ein lebenslanges Redeverbot, weil er den Hitlergruß parodiert hatte. Er musste sich fortan täglich bei der Gestapo melden. Ein Beweis dafür,
Wie mächtig der Humor, der sich hinter einem Kostüm verbirgt, als Waffe gegen die Tyrannei sein kann. Im Jahr 1946 geschah inmitten der Kriegsruinen ein Wunder. Die Kölner begannen wieder Karneval zu feiern. Die ersten Veranstaltungen fanden buchstäblich zwischen Schutt und Asche statt. Im Jahr 1949 wurde der erste Rosenmontagszug unter dem Namen Erweiterte Kappenfahrt organisiert. Prinz Theo I. erhielt den Beinamen Volksprinz. Das war nicht nur ein Titel, es war das Symbol für einen demokratischen Neuanfang. Der Karneval war nun wieder der Karneval des Volkes, der Karneval für alle. Diese Wiedergeburt war so kraftvoll, dass sich der Karneval ab den 1950er Jahren rasant entwickelte. Mit der Verbreitung des Fernsehens wurde er nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland bekannt. Doch welche Macht hat der Kölner Karneval heute? Die Zahlen sind unglaublich. Eine jährliche wirtschaftliche Auswirkung von 600 Millionen Euro. Das entspricht der gesamten Wirtschaftsleistung einer deutschen Stadt mit 15.000 Einwohnern. Beim Rosenmontagszug 2024 waren 1,5 Millionen Zuschauer dabei. 11.500 Teilnehmer, 330 Tonnen Süßigkeiten und 700.000 Schokoladentafeln wurden verteilt. Und das ist nur an einem einzigen Tag. Während der gesamten Karnevalssession werden Millionen von Menschen Teil dieses Wahnsinns. Das Herz des Karnevals, Alaf, und der 11.11. Das Herz des Karnevals schlägt am Ruf Alaf. Dieses Wort stammt aus dem Mittelalter von Al-Af, was so viel bedeutet wie Köln über alles. Das ist nicht nur ein Slogan, sondern die DNA der Kölner Identität. Der Karnevalskalender funktioniert wie folgt. Am 11.11. um 11:11 Uhr findet die große Eröffnung auf dem Heumarkt statt. Warum die 11? Weil die Zahl 11i am Karneval als närrische Zahl gilt. Sie überschreitet die Anzahl der 10 Gebote, erreicht aber nicht die perfekte 12 des Dutzends. An Weiberfastnacht, dem Frauenkarneval am Donnerstag, schneiden Frauen den Männern die Krawatten ab. Das symbolisiert, dass die Frauen für einen Tag die Kontrolle übernehmen. So beginnt der Straßenkarneval. Und dann kommt der Rosenmontag, der größte Karnevalsumzug Deutschlands. 8 Kilometer lang, 120 Mottowagen, Reitergruppen, Musikkapellen. Das ist kein Umzug, das ist eine Stadt in Bewegung. Doch der Kölner Karneval besteht nicht nur aus Zahlen. Er ist ein wunderbares Mittel der gesellschaftlichen Vereinigung. Es gibt 140 Karnevalsvereine in Köln. Der Bankdirektor und der Fabrikarbeiter tragen das gleiche Kostüm und singen die gleichen Lieder. An den Karnevalstagen sind soziale Schichten, Alter oder Berufe unwichtig. Jeder ist ein Jack, also ein Karnevalsverrückter. Im Jahr 2015 nahm die UNESCO den Rheinischen Karneval in die Liste des immateriellen Kulturerbes auf. Das ist nicht nur eine Ehre, es bedeutet die weltweite Anerkennung und Bewahrung dieser Tradition. Und natürlich gibt es die Kölsch Kultur. Das ist nicht nur die Biermarke Kölns, sondern auch die Sprache, die Lebensphilosophie. Karnevalslieder werden auf Kölsch gesungen. Lieder wie En unserem Fiedel, in unserem Viertel und Echte Fründe, echte Freunde verbinden Generationen miteinander. So ist es also, diese unglaubliche Reise von der Antike Roms bis in unsere heutige Zeit. Der Kölner Karneval ist nicht nur ein Fest, er ist eine lebendige Kultur, die Zeit, Kriege und Diktaturen überstanden hat. Seit 2000 Jahren verkleiden sich die Menschen auf diesem Boden, tragen Kostüme und tanzen zur Musik. Und wahrscheinlich werden sie das auch noch in 100 Jahren tun. Denn es gibt Traditionen, die ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen erfüllen: zusammen sein, sich amüsieren, die eigene Identität feiern. Die Geschichte des Kölner Karnevals endet hier nicht. Sie wird jedes Jahr neu geschrieben, jedes Jahr neu gelebt. Und das vielleicht Schönste daran ist, um ein Teil dieser Geschichte zu sein, müssen Sie nur Alaf sagen.